Grüß Gott im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Wir fahren fort mit dem Phänomen Anastasia, Band 10, Teil 2, Anasta. Kann ein Kind die Welt verändern? Wer lenkt eigentlich unsere Gedanken? Antworten und unverfälschte Informationen, aufschlussreiche Minuten warten auf uns. Phänomen Anastasia, ich grüße Sie zu einer weiteren Sendung von Anasta, Band 10, Teil 2. Herr Kirsch bei mir im Studio. Hallo, Herr Kirsch. Hallo, Herr Jungwirth. Es geht weiter im Kapitel Heimat gibt nicht auf. Was kann man dazu Schönes sagen? Ja, wir hatten ja in dem ersten Teil das Thema dieser Karawane und das kleine Mädchen Anasta ist zurück zu dem verlassenen Dorf, wo es schon richtig kalt war. Der Wind von dem Gletscher zog über den nächsten Berg. Und sie ist mit dem Mammut dort und geht erstmal ins Haus, wo sie gewohnt hatte, auf die Ofenbank und übernachtet erstmal. Ja, und am nächsten Tag ist es ruhig, keine Vögel zwitschern, es ist einfach schon fast in Kälte erstarrt. Das Blumenbeet, die Knospe, raureif und so, da blüht es nicht wirklich. Und dann versucht sie doch, dass ihre Blume noch blühen könnte. Versucht sie, ein bisschen kalten Windschutz zu machen und irgendwann merkt sie, dass sie selber Windschutz hat, weil das Mammut sich auch noch dahin gelegt hat und Windschutz gegeben hat. Und so gut sie es dann eben mit der Blume dann noch spricht, dann irgendwann blüht sie dann doch. Also sie gibt selber nicht auf und gibt das Land auch nicht auf, diesen Garten auch nicht, egal wie kalt es ist. Das ist, diese geistige Kraft dieses Mädchens ist einfach sehr ausgeprägt, ja. Es geht dann weiter, zwei gegensätzliche Brüder. Ja, es ist quasi so, dieses Mädchen stellt sich gegen das sogenannte göttliche Programm, dass die Menschen vernichtet werden und flüchten müssen. Und als Reaktion daraufhin sieht sie plötzlich zwei junge Männer, einen hellen und einen dunklen. Der helle Bruder, der dunkle Bruder, und das verwundert sie sehr. Der helle Bruder begrüßt das Mädchen mit lichtvollen positiven Gedanken, woraufhin der Dunkle sich gleich beschwert, weil lichtvoll ist ja das nur die eine Seite, den Dunklen gibt es ja auch. Und diese zwei, die erklären dann, dass sie die Repräsentanten der verschiedenen Aspekte sind, des Hellen und des Dunklen, des Lichten und des Schatten. Und die präsentieren einfach ihre Unterschiedlichkeit in der kompletten Intensität, wie es nur geht. Also sie, was habe ich da noch geschrieben habt, die sagen dann noch so, die eigentliche Aufgabe ist, dass der Mensch in sich diese beiden Aspekte in Harmonie findet, in Ausgewogenheit findet, und dann entsteht das dritte, die sogenannte Schöpferkraft. Und wenn man quasi nur ins dunkle Negative geht, dann ist man nicht ausgewogen, oder nur ins Lichtvolle auch nicht, dann fehlt einem auch was. Das ist so die große Herausforderung. Es geht dann weiter. Wie sieht dein Daseinsprogramm aus, wo es ja sozusagen anknüpft an diese zwei Brüder? Ja. Genau, das ist dann ein Thema dieser zwei Brüder, wo ein ziemlich langes Kapitel ist, da kann man jetzt auch nur kurz anreißen. Der Dunkle erzählt dann beispielsweise, dass er Verwirrung schafft, dass die Menschen die Schöpfung nicht mehr erkennen und einfach durcheinander sind. Der Helle sagt, anstatt dass die Menschen verwirrt werden, arbeitet er dafür, dass die Menschen einen kollektiven Gedanken entwickeln, dass sie quasi gemeinsam arbeiten. Und der Dunkle sagt dann, ach du Heller, hat doch eh keinen Taug, was du machst, die Menschheit ist viel zu dumm und zu blöd. Also er beleidigt auch richtig heftig. Und schon 5-mal ist alles zerstört worden, und es ist auch richtig so, weil wenn die Menschen sich vom eigentlichen, gesunden, paradiesischen Pfad abweisen und entfernen, dann ist es angemessen, sie zu zerstören, weil sonst zerstören sie die ganze Schöpfung. Und schon 5-mal sei alles zerstört worden. Und jetzt haben sie das Rad entwickelt, und dann werden sie noch eine Achse entwickeln, um die zwei Räder zu verbinden. Und da wird es immer schlimmer, wird alles technisiert. Und dann sagt der Helle, ja, aber die Vervollkommnung des Lebens geht auch. Zum Beispiel erwähnte lobend, was dann dieses kleine Mädchen mit dem Mammut gemacht hat, dass dieses Mammut gelernt hat, Worte zu verstehen. Das ist also eine Vervollkommnung dieses Tieres, dass es dann richtig dienen kann als
richtiges helfendes Haustier. Ja, und so zanken sich diese zwei, der helle und der dunkle Bruder, so sie malen Bilder, der Dunkle malt einfach wirklich nur dunkle Bilder und der Helle, der malt helle Bilder, freundliche. Und es ist für mich durchaus sehr schwer gewesen zu verstehen, dass dieses beides in Ausgewogenheit in jedem drin sein sollte. Ich hatte gerne immer so eine lichtvolle Favorisierung angestrebt und hier heißt deutlich, man soll wirklich beide Aspekte gleich wertschätzen. Was erwartet diese Menschen? Geht es dann weiter? Ja, es ist so, dass diese kleine Anasta, die steigt auf den Berg und sieht dann den Gletscher, weil sie erst hat so den kalten Wind gespürt, jetzt geht es quasi drauf zu und sie will dann dem Gletscher befehlen, dass er stehen bleibt, aber er rutscht weiter und plötzlich hat sie die Erkenntnis, weil sie sich gegen den Gletscher wendet mit ihren Gedanken, nährt sie diesen Gletscher und dann hat sie entschieden, ich denke jetzt nur noch an das Positive, an das schöne grüne Tal, das sind voll ihre ganzen klaren Gedanken und dabei schläft sie ein, man sagt auch sterben in dem Fall dazu, aber ihr Geist bleibt dort auf diesem Tal und hält dauernd dieses Bild aufrecht und der Gletscher kommt dann nicht gegen diese geistige Kraft. Und die beiden Brüder, der Helle und der Dunkle, die haben da die Situation, dass ein großer Granitblock das Schmelzwasser von dem Gletscher abhält, in das Tal hineinzufließen und die gesamten Reste dieser verlassenen Siedlung wegzuspülen. Und der helle Bruder stützt diesen Granitblock, damit das Tal eben nicht überschwemmt wird, wo diese kleine Anasta mit ihrem Körper verstorben, aber mit ihrem Geist das Heimattal noch schützt. Und dieses Kapitel, was erwartet diese Menschen, das ist ein sehr langes Kapitel, wo der im Prinzip eine Art Monolog des dunklen Bruders, der den hämisch ja beschimpft. Genau, der helle Bruder ist ja quasi schweigend, der hält diesen Felsen, erstarrt damit Stück für Stück immer mehr. Und der Dunkle ist da richtig übelst vom Leder ziehen, wie man so sagt. Von wegen die Menschen, die haben die 3 Worte des kosmischen Gesetzes vergessen. Er spricht sie aber nicht aus und er malt einfach Bilder über die sogenannte große Krake. Das sind die Straßen, die überall giftige Gase verbreiten und die Leute sogar noch so dumm sind und die reparieren, damit sie sich selber vergiften. Ja, und dann das ganze Thema der sogenannten Antivernunft, was als Vernunft bezeichnet wird, dass die Menschen in ausgehöhlten Steinhöhlen wohnen. Die Häuser heutzutage völlig antivernünftig, völlig dumm. Also richtig viele Punkte, wo er da einfach nur die Absurdität des Irrsinns darstellt. Also im Prinzip, wenn man es nicht in dem Zusammenhang liest von dieser Gesamtgeschichte, dann ist es eine gewisse nüchterne Ist-Beschreibung von unserer Zivilisation jetzt, von der Gegenwart, was wir als vernünftig sehen und logisch und so weiter. Und wenn man es in dem Zusammenhang sieht, dann fasst man sich an den Kopf und denkt, sag mal, sind wir eigentlich verrückt? Ja, und ganz am Ende von diesem Kapitel, da sagt er so zwar einerseits, ja, es geschieht den Menschen recht, wenn sie jetzt quasi alle vernichtet werden mit der globalen Katastrophe, aber es wird doch nicht geschehen und er gesellt sich zu dem hellen Bruder und hilft diesen Felsbrocken zu stützen, damit das Tal eben doch nicht überflutet wird. Es ist so eine Art innere Zerrissenheit von dem Dunklen, von wegen einerseits meint er, die haben es nicht verdient zu überleben und jetzt hilft er dann aber doch, dass dieses Heimattal nicht überschwemmt wird. Und dann sagt er so, meine Güte, was wird aus diesen Menschen, wenn die jetzt eben nicht vernichtet werden, dann werden sie in ihrem antivernünftigen, technokratischen Irrsinn sich weiter austoben und eigentlich wird dann das Ganze nur noch viel schlimmer. Es geht dann weiter, Begegnung mit der eigenen Urform. Ja, es hört quasi auf, diese Beschreibung dieser 2 Brüder, mit diesem, dass keine große Katastrophe mehr kommt. Und diese Beschreibung ist so intensiv, dass, also es ist eine Geschichte, die Anastasia dem Wladimir erzählt. Und wo sie mit dieser Geschichte zu Ende ist, da ist er erstmal perplex, völlig erschöpft und es dauert längere Zeit, bis er dann
wieder Kraft hat, eine Frage zu stellen. Und dann fragt er, ob die Geschichte denn nur eine Erfindung von ihr war oder ob das wirklich so war. Und Anastasia geht dann darauf ein, ob er denn neue Informationen bekommen hat. Und wenn denn Informationen ankommen, muss auch eine Form da sein. Das ist ein etwas komplexes Kapitel. Da geht es teilweise um so eine Art Wortwitz oder Wortspiel, dass in dem Wort Information das Wort Form innen drin steckt. Also in Form bringen zum Beispiel. Und dass es eigentlich eine Wissenschaft der Formheit bräuchte. Und noch die Aufforderung, dass jeder sich immer wieder erinnern möge, an die eigene ursprüngliche Form sich zu erinnern. Und diese Erinnerung, welche Form, welche Information man vielleicht ursprünglich hätte, vielleicht sogar geht dann ganz weit zurück, die Art göttliche Urinformation, die eigentliche göttliche Urform, dass man die dann auch im Außen, im Gestalten eines Familienlandsitzes wiederum eine Form geben kann. Es geht also immer wieder das Thema um Form. Das ist ein besonderes Kapitel zu diesem Thema und damit erklärt die Anastasia, wenn er quasi über diese Geschichte Informationen bekommen hat, dann gab es auch diese Ereignisse mit dieser Karawane, mit diesem Mädchen und diesem Gletscher als reale Form eben ein paar Jahrtausende früher. Wichtig ist auch im nächsten Absatz Kapitel, der seine Ahnen versammelt. Hier wird ja dann darauf auch eingegangen, wie wichtig die Ahnen. Ja, in dem Fall ist ja dieses Mädchen, diese Anasta, die Vorfahren, also ein Vorfahr, also jetzt nicht der direkte biologische Mutter oder Vater, sondern eben von der Reinkarnation eine Ahnenreihe. Und wenn man jetzt zum Beispiel seine innere Urform in eine äußere Form bringt, ein Familienlandsitz formt und gestaltet, dann ist es günstig, die eigenen Ahnen einzuladen, da zu sein. Und die Ahnen haben jetzt keine Augen und Ohren, aber sie haben Gefühle. Und wenn man an sie denkt, dann kann man sie quasi einladen und der Mensch kann aber nicht dauernd daran denken, weil er viele andere Sachen im Alltag gestaltet und macht. Und da ist die Empfehlung, einen kleinen Hain anzulegen, mindestens mal einen einzelnen Baum und beim Pflanzen diesem Baum oder der Baumansammlung zu sagen, dass sie Ahnenbäume sind und dass man vielleicht auch mit den bekannten Namen der Vorfahren das denen auch mitteilt. Weil der Gedanke des Menschen ist zwar sehr stark, aber nicht stetig. Und die Bäume haben einen schwächeren Gedanken, aber der ist dann stetig dauerhaft. Und wenn man so einen kleinen Ahnenhain anlegt, dann kommen Stück für Stück die Seelen der Vorfahren, der Ahnen, sowas wie Schutzengel, die dann den Baum schützen, den Landsitz und auch die Bewohner des Landsitzes. Das ist die ganz klare Empfehlung. So, es geht dann weiter in dem Gespräch zwischen Wladimir und Anastasia, ob sie denn diese 3 Wörter des kosmischen Gesetzes kennt. Genau, das war ja, dass der Dunkle gesagt hat, damals, sie haben sogar diese 3 Worte vergessen, dann geschieht es ihnen recht, wenn sie quasi zerstört werden. Und dann fragt der Wladimir, ob sie denn diese 3 Worte kennt. Und im Deutschen ist es ein bisschen anders von der Übersetzung. Im Russischen sind die 3 Worte Lebens, Raum, Vervollkommnung. Und in der Übersetzung heißt es Vervollkommnung des Lebensraumes. Also das Des ist nicht das eigentliche zweite Wort von den 3 Worten, sondern Leben, Raum und Vervollkommnung. Das sind die 3 Worte. Und das ist das Hauptthema, die Hauptbestimmung der Menschheit, zu schauen, dient es der Vervollkommnung des Lebensraumes. Das kann man auf alles betrachten. Das bezieht sich dann auch auf sich selber. Es dient es der Vervollkommnung von sich selber, weil der Körper ist ja auch der Lebensraum der Seele. Und im Größeren nach außen, nicht nur den Hektar, sondern auch darüber hinaus, dient es der Vervollkommnung des Lebensraums des Planeten Erde oder auch des Universums. Und man kann alle möglichen, auch politischen Entscheidungen, unter diesen Aspekt. Wirtschaftliche Entscheidungen, alles immer schauen, dient es der Vervollkommnung des Lebensraumes, ja oder nein? Und das ist quasi die zentrale Aussage, die 3 Worte des kosmischen Gesetzes. Haben Sie denn zum Abschluss noch
ein Zitat für uns? Da habe ich etwas herausgesucht. Die natürliche Welt verfügt über die Fähigkeit der Selbstreproduktion und diese Fähigkeit macht sie ewig. Der Schöpfer, der die Ewigkeit schuf, ist auch selbst von dieser Natur. Er ist das Alpha und das Omega und erneut das Alpha. Alpha und Omega. Das war der Abschluss zu Teil 2. Liebe Zuschauer, wie immer, wir sehen uns gleich nochmal. Liebe Zuschauer, Anasta, die kleine Tochter von Anastasia. Das war Band 10 Teil 2 und bald geht es weiter mit Teil 3. Das war's für heute vom Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Bis zum nächsten Mal.